Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Und heute werde ich euch ein bisschen was verkünden, was ich mir eigentlich schon sehr, sehr lange Zeit vorgenommen hatte und ja, wo ich schon sehr lange im Hinterkopf mit dieser Idee gespielt habe. Und ja, diese möchte ich in Zukunft auf W60 umsetzen. Der Server wird noch ein bisschen dauern, aber wir werden damit schon früher starten mit einer kleinen Testphase, und diese Testphase beginnt morgen bereits auf W55 zum Serverstart. Und da ich leider auf diesem Server nicht zum Serverstart richtig mit dabei sein kann, weil ich leider arbeiten muss, Spätschicht habe, bis 10 Uhr abends, verpasse ich den Großteil davon. Deswegen hatte ich mir gedacht, kann ich dieses Projekt, was ich vorhabe, dort leider so direkt zum Serverstart nicht umsetzen. Aber wir werden das Ganze mal ein bisschen testen und uns ein bisschen rantasten an das ganze Projekt. Und zwar werde ich dann morgen am Freitag um 22:30 Uhr streamen. Und dort habt ihr alle die Möglichkeit, mit mir zusammen in einer Gilde zu spielen. Und zwar in einem neuen Projekt, was wir starten werden auf W55. Das wird kein Langzeitprojekt oder sowas werden, das wird nur ein reines Testprojekt werden. Ich werde dann selber gucken, wie weit wir dort spielen werden und was wir dort wie machen können, damit wir das auf W60 dann komplett umsetzen werden. Ja, ihr seht es bereits schon, der Timer läuft, mein Char ist registriert. Und vielleicht erkennt der ein oder andere noch dieses Charakterbildchen hier. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, wer sich noch an den guten Dude erinnert. Ja, da kommt ein bisschen Änderung hoch. Den werde ich aber auch nur auf W55 haben. Auf W60 werde ich dann wieder eins meiner Profilbilder, no flex an der Stelle, dass ich mehrere habe. Huch, okay. Werde ich da dann ausrüsten wieder, beziehungsweise mir reinschalten lassen. Und um nicht lange um den heißen Brei rumzureden wie Babynahrungstester, kommen wir mal direkt zum Projekt. Worum geht es? Und zwar, ich werde das Rad nicht neu erfinden. Ja, es gab schon öfter mal so eine Art Projekt-Chars oder öfter schon mal die Idee, und es gab hier und da mal, glaube ich, schon ein Video dazu. Aber ich habe da richtig Bock drauf und möchte das einfach starten, weil das ja eine Sache ist, die ist nicht so zeitintensiv. Und das Geile an der Sache ist, es kostet auch nicht so viele Pilze. Klar, man kann immer übertreiben, wenn man möchte, aber es kostet in der Regel eigentlich nicht allzu viele Pilze. Und das geht auch wieder so ein bisschen Back to the Roots mäßig so, ein bisschen pilzsparen an die Sache rangehen. Und zwar habe ich Bock, eine komplette Level 1 Gilde zu gründen. Und die werden wir morgen, wie bereits gesagt, schon im Teststream ab 22:30 Uhr bin ich live, werden wir gründen auf W55. Dort könnt ihr alle joinen. Die schnellsten 49, die da rein joinen, die spielen mit mir dann temporär. Falls welche raustreten, werden immer welche reingewechselt. Also das ist ohne großartige Planung, ohne irgendwelche Vorbereitung. Es ist einfach nur die Leute, die am schnellsten sind halt drin in der Gilde. Ja, und was ist mein Plan damit? Ich möchte die stärkste Level 1 Gilde werden, beziehungsweise der stärkste Level 1 Char werden und absurd hohe Statpunkte mit diesem Charakter erreichen, um halt nachher im Gesamten dann vielleicht mit der Gilde zusammen auf Stufe 1 die ersten Gilden-Raids zu besiegen und als Stufe 1 Gilde halt immer weiter nach oben zu steigen. So ein Stufe 1 Account finde ich persönlich ziemlich nice. Was ist möglich auf Stufe 1 alles so zu erreichen? Den wievielsten im Rang oben können wir besiegen mit Stufe 1 und was für Stats sind hier möglich, wie weit kommt man auch in den Raids etc. pp. Und da habe ich richtig Bock drauf, ein ewiger Stufe 1 Account. Wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen? Ganz einfach, das Spiel bzw. die Spielemacher haben in letzter Zeit ein paar Justierungen vorgenommen, um Projektaccounts zu unterstützen. Und da habe ich mir gedacht, Alter, die Entwickler von Shakes and Fidget modeln alles so um, dass man quasi auf Stufe 1 bleibt, wenn man das möchte. Also ist es quasi prädestiniert dafür, einen Stufe 1 Charakter-Account zu haben. So, was meine ich damit?
Es ist nun mal so, wenn ihr jetzt, das wissen vielleicht manche nicht, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Stufe 1 seid, wir gehen mal hier auf unseren S7-Account hier zum Watchen, bisschen zum Überblicken. Wenn ihr auf Stufe 1 seid, bekommt ihr von vielen Sachen keinerlei Erfahrungspunkte bzw. kein Level-Up. Das heißt, wenn ihr im Glücksrad seid und hier 20 Mal am Tag drehen wollt, dann bekommt ihr keine Erfahrungspunkte. Das wurde so programmiert, dass ihr auf Stufe 1 nicht auf diese Erfahrungsfelder kommt. Das heißt, ihr könnt vom Glücksrad schon alleine profitieren und könnt davon schon Gold generieren, sozusagen. Ne? Zwar auch Ressourcen, aber das bringt euch nichts, weil die Festung schaltet man erst ab 25 frei. Man kann allerdings noch Gegenstände hier noch rausbekommen, was halt auch ganz nice ist so an sich. Ne? Der Kalender ist auch ein essentieller Bestandteil von dem Stufe 1 Projekt, denn man kann jeden Tag hier ein bisschen Gold auch abholen, beziehungsweise auch sich die großen Tränke snacken, die man ja normalerweise auf Stufe 1 nicht bekommt, die man sich dann aufbewahren kann für irgendwelche Anlässe, zum Beispiel wenn man jetzt sagt, ey, wir wollen als Gilde jetzt mal hier einen Raid versuchen, knallt mal alle eure großen Tränke rein, jetzt nur als Beispiel, weil die bekommt man ja nicht aus dem Shop auf Stufe 1. Die bekommt man ja erst so ab, ich glaube, roundabout 32 oder so. Kriegt man die großen Tränke. Dann des Weiteren, wenn ihr den Kalender, den täglichen Login-Bonus abholt und auf Stufe 20 quasi hier dieses Level-Up euch abholen wollt, dann zählt dies nicht auf Stufe 1. Das heißt, es wurde tatsächlich darauf geachtet, wenn ihr Stufe 1 bleiben wollt und Stufe 1 seid, dann zählt dieses Kästchen hier nicht. Das heißt, ihr steigt quasi durch das Aufstiegsfeld nicht auf, wenn ihr Stufe 1 bleibt. So, und das ist natürlich so programmiert, dass es quasi, wie gesagt, prädestiniert dazu ist, sich einen Stufe 1 Account zu machen und ein Projekt-Char daraus werden zu lassen und vielleicht auch eine Projektgilde daraus werden zu lassen mit coolen Zielen, die man erreichen kann. Ne? Wer zum Beispiel, hier, bin ich so ein bisschen drauf gekommen, wer zum Beispiel mein Shakes and Fidget 24-Stunden-Stream verfolgt haben sollte, der übrigens sehr epochal war, ja, 24 Stunden nur Shakes and Fidget gestreamt, das hat, glaube ich, auch noch keiner geschafft. Der wird gesehen haben, dass ich auf W50 zum Serverstart unglaublich viele Angriffe auf Stufe 1 schon reinbekommen habe, weil die Leute mich einfach nur abfarmen wollten, die wollten mir Geld spenden und dann war es nachher so ein Battle zwischen Leuten, die mich abfarmen und mein Geld haben wollten und Leute, die mir Geld spenden wollten. Also wie gesagt Gold halt eben, ne, um halt meinen Account so hoch wie möglich zu bringen, schon auf dieser Stufe. Das war sehr lustig gewesen. Und da habe ich so ein bisschen dran gedacht, dass ich auf Stufe 1 hier schon und noch nichts gemacht hatte, schon Stärke- und Ausdauer-Stats über 100 hatte innerhalb von, keine Ahnung, 2 Stunden oder so, ohne irgendwas gemacht zu haben, großartig. Und das ist natürlich auch cool, wenn die Community da so ein bisschen mitmacht und mir was geben wollen. Und das muss aber jetzt nicht bei diesem Projekt sein. Ich hatte da nur so mal dran gedacht, dass es halt ziemlich cool war. Und wie gesagt, ich hatte auch hier sogar ein Glück und Geschick und Intelligenz. Ich hatte überall schon reingeskillt, weil ich meine Skills einfach loswerden wollte, beziehungsweise mein Gold, weil mir das sonst abgeluchst werden könnte, wieder so, ne? Ja, da habe ich so ein bisschen dran gedacht und habe da auf jeden Fall Bock drauf, weil es ist halt auch jetzt nicht sehr zeitintensiv. Ich hatte ja gesagt gehabt, ich möchte in Zukunft keine weiteren Server spielen, weil die mir halt einfach zu zeitintensiv sind. Und so ein Level-1-Account, der ist jetzt mal nicht so der zeitintensivste. Man kann daraus sehr viel holen mit der Zeit, wenn man halt sehr viel Zeit auch investiert, dann kann man da natürlich mehr draus machen. Ne? Manche fragen sich bestimmt, das ist doch relativ langweilig und so, ne? Aber man kann hier halt eben in der Ehrenhalle kann man sich ein paar Gegner hier raussuchen, die eventuell Gold haben könnten, die ein bisschen Alu gespielt haben. Ja, da kann man dann so ein bisschen nachgehen, zum Beispiel er hier, der ist noch Stufe 1, hat aber schon ein bisschen Erfahrung hier gemacht, das heißt, er hat schon Quest gespielt, den könnten wir jetzt mal beispielsweise angreifen und den könnten wir eventuell Gold abluchsen. Und das ist halt eben die Möglichkeit, wie man als Stufe 1 Account an Gold kommt, um eben seine Skills so hoch wie möglich zu pushen. Und das ist auch eben das Ziel dieser Stufe 1 Gilde bzw. dieses Stufe 1 Projekt Accounts. Ja, das war jetzt nicht sehr viel Gold, ne, jetzt aber nur so als Beispiel, der hat bestimmt gleich auch wieder verskillt. Ne, aber so kann man sich die Leute raussuchen und bleibt halt eben Stufe 1. Das Ding ist halt,
Ihr dürft halt eben keine Arena-Kämpfe machen, weil ja, diese euch Erfahrung bringen. Deswegen muss man halt nur immer in der Ehrenhalle gucken und sich die Leute hier angreifen und zur Brust nehmen, keine Pilze, und ja, darüber eben seine Skillpunkte hier definieren und auslegen. Und ja, da bin ich gespannt, was über die Dauer so erreichbar ist, ne? Und ja, ich werde auf jeden Fall auf W60 dieses Projekt mit dieser Projektgilde dann halt auch starten. Mit jedem Content Creator, der da Bock drauf hat, mit mir dann auch dieses Projekt zu starten, der kann sich dann auch gerne kurz vor W60, jetzt noch nicht, aber kann mir auch gerne schreiben, falls er da jetzt schon Bock drauf hat, ja, kann sich da gerne melden, und wer da Lust drauf hat, kann da gerne mit mir dann mitspielen in der Gilde, und dann werden wir bestimmt einige Plätze zusammenbekommen, alleine schon von den Creatoren her. Ich denke, da haben einige Bock drauf, und aus der Community, wenn noch Platz ist, kommen da natürlich auch noch Leute rein. Wie gesagt, morgen ist das Ganze erstmal only nur für Community, für die schnellsten von euch. Haben da denn die Chance, denn zusammenzuspielen mit mir. Den Account werde ich dann aber irgendwann aufgeben, spätestens zu W60, um dann dort richtig zu starten. Also ich werde hier nur, ja, sehr sporadisch, lazy, hier und da mal ein bisschen was rumtesten, um halt eben für den großen W60-Server-Start dann gewappnet zu sein. Und ja, deswegen, ja, wer da Bock drauf hat, kann da auf jeden Fall gerne mitmachen. Und ja, das sind auf jeden Fall so meine Pläne für die Zukunft, für mein neues Projekt, was ich am Start habe. Ich habe da richtig Bock drauf, wollte sowas schon immer machen, wollte es eigentlich zu W55 machen, aber leider, ja, hat es bei mir serverstartmäßig zeitlich nicht ganz gepasst. Und ja, das Ding ist halt dadurch, dass halt so viele Sachen schon ausgelegt sind auf Stufe 1, ja, programmiertechnisch. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Gilde gründet und eure ersten Gildenkämpfe oder Raids macht, dann bekommt ihr auch keine Erfahrung durch ja, eben diese Raids oder Gildenkämpfe auf Stufe 1. Da bekommt man erst ab Stufe 2, bekommt man erst Erfahrung durch Gildenkämpfe bzw. Raids oder keine Ahnung was. Auf Stufe 1 kann man dort dadurch noch nicht aufsteigen. Und das ist halt eben eine Funktion, ja, wo ich mir so denke, ey, eigentlich muss man sich doch einen Level 1 Account machen, wenn halt alles einen schon so in die, ja, so ein vorbereitet wird, sag ich mal, der Weg geebnet wird, ne, von dem Spiel, dass man das quasi, ja, wahrnehmen muss, mehr oder weniger, ne? Und ja, das ist auf jeden Fall, das sind so meine Pläne, da habe ich Bock drauf. Ist wieder ein neues Projekt, wieder ein bisschen was zum Zeigen hier und da. Und ja, man kann reinpilzen, man kann sich natürlich auch hier den ja, Greifendrachen oder Drachengreif, je nachdem, was man für eine, ich glaube, für eine Rasse ist, kann man sich den holen, ne? Aber es bringt einen natürlich verhältnismäßig nicht sehr viel, bringt einen nicht großartig voran. So, ne? Deswegen, lohnt sich eher semi, vor allen Dingen werden nachher die Skillpunkte auch deutlich teurer, deswegen kann man hier gar nicht großartig, ja, den Greifendrachen melken, weil es sich halt fast gar nicht lohnt, irgendwie so, ne? Später zumindest nachher überhaupt nicht mehr so, ne? Ich meine, jetzt gibt er einen noch einen Skillpunkt hier, 0,25 kostet ja ja, kosten ja die allerersten Skillpunkte hier, ne? Aber später lohnt es sich nachher gar nicht mehr, ne? Ansonsten ist es halt eben sehr, sehr wichtig, dass man sich auf Level 1 ein Top-Equip holt, so, ne? Das, was halt eben möglich ist an Schaden und an Rüstung und an Stats, dass man da auch halt auch eben das Optimale rausholt auf Stufe 1. Das ist ein Equipment, das holt ihr euch einmal, dann habt ihr das immer, ne? Und ja, da gilt es dann halt eben, ja, sich einmal komplett auszurüsten, und dann hat man es halt für die Ewigkeit, ne? Ansonsten, was ich für eine Klasse spiele, morgen im Livestream für mein W55 Char habe ich mich jetzt hier für den Magier entschieden. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, welche Klasse für so ein Level 1 Projekt-Account am besten geeignet wäre. Ich habe mich jetzt einfach sporadisch für den Magier entschieden, ansonsten habe ich schon nachgedacht über den Kundschafter, weil der halt ziemlich gebalanced ist. Wenn man den jetzt mal mit dem Krieger vergleicht zum Beispiel, der Kundschafter profitiert von seiner Fähigkeit, die er hat. Das ist ja 50% Ausweichchance, die hat er halt von Anfang an. Der Krieger jetzt direkt als Gegenbeispiel, der bekommt halt erst ein Schild, und das hat halt eben noch nicht diese Prozente am Anfang. Das heißt, das Schild hat halt am Anfang noch nicht die direkten ja, Blockchancen, die ein Schild halt eben erreichen kann, von 25%. Das steigt halt eben auch erst mit der Zeit. Das heißt, diese Blockchance von dem Krieger, die ist eigentlich
ja, oder beziehungsweise diese, ich sag mal, Fähigkeit von dem Krieger ist halt eben gar nicht so gut zum Anfang im Vergleich zum Kundschafter, der direkt profitieren kann von seiner Fähigkeit. So, den Magier finde ich eigentlich immer nice, muss ich sagen. So, vor allen Dingen, der kann halt auch eben gut critten, wenn man ein bisschen auf Glück skillt. Ne? Vom Druiden würde ich eigentlich abraten, weil da bekommt ihr halt erst später eure Maske. Deswegen ist der halt eigentlich Garbage, muss ich sagen. An wen ich noch gedacht hatte, wäre der Kampfmagier, weil der halt auch full von seiner Anfangsfähigkeit profitiert und das ist halt sein ja, Feuerball. Ne? Das heißt, hier wäre der Kampfmagier im Prinzip auch schon ein bisschen zum Vorteil gegenüber den Krieger. Ne? Ansonsten hätte ich noch vielleicht an den Dämonenjäger, ist auch Crap zum Anfang, vor allen Dingen im PvP. Die Klasse muss ja PvP-tüchtig sein. So, ne? Die ist halt eben auch Crap dafür, ne? Die ist halt eher so für Dungeons. Berserker ist, hatte ich auch so überlegt, ist halt auch random, einfach so, ne? Kann man vielleicht auch ein paar Ziele besiegen, die ein bisschen über seinem normalen Limit liegen, so, was halt eben im Dungeon-Bereich sehr gut ist, aber auch für einen Level-1-Charakter gut ist. Bin ich mir noch sehr unschlüssig, ja, da könnt ihr mir gerne auf die Sprünge helfen oder mich gerne dazu beraten oder was ihr denkt, welche Klasse für den Anfang am besten ist für Level 1, ansonsten für meine W60 Projektgilde auf Stufe 1, beziehungsweise für meine W55-Gilde, die morgen erscheinen wird, habe ich keine Regel, was die Klassenwahl angeht. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Da könnt ihr meinetwegen aber auch einen Dämonenjäger nehmen oder dumm wäre halt wirklich der Druide, weil halt der eben erst seine Masken hier später bekommt. Also, macht keinen Sinn. Großartig, ist halt ein schlechterer Magier zum Anfang. Ne? Und da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr genommen hättet. Ich entscheide mich auf jeden Fall jetzt für morgen für den Magier. Erstmal so, ne? Und schreibt mir ansonsten gerne in die Kommentare, was ihr generell von dem Projekt haltet, ob ihr das nice findet, ob ihr da Bock drauf habt. Ich bin auf jeden Fall sehr gehypt drauf. Ne? Es ist ein Server, den man noch so nebenbei ein bisschen mal hier und da daddeln kann. Es ist jetzt kein vollwertiger Server, wo ich noch hier jeden Tag irgendwie Alu spielen muss oder, keine Ahnung, Festungsangriffe machen muss, Arena-Manager ausbauen, auf Sammelalbum füllen. Auf diese ganze Scheiße habe ich gar keinen Bock mehr. Ja? Das möchte ich nicht mehr machen und deswegen ist das auch der Grund für mich gewesen, zu sagen, Alter, wenn ich jetzt nochmal einen Server starte, dann entweder, wenn eine neue Klasse rauskommt oder wenn ich halt eben einen Stufe 1 Account gründe, weil ich halt eben dann diesen ganzen Scheiß nicht machen muss, der halt eben so zeitintensiv ist. So, ne? Dafür habe ich gar keine Zeit und gar keine Nerven mehr großartig, neben meinen 4 Accounts, die ich hier noch sonst noch spiele und deswegen ist das für mich eigentlich so der perfekte Mittelweg. Ansonsten ist er von den Kosten her, von den Pilzkosten nicht gerade sehr teuer, sag ich mal, und deswegen ist es roundabout eigentlich ein ganz geiles Projekt. Ne? Und ja, das soll soweit gewesen sein. Ich bin da sehr motiviert und freue mich auf jeden Fall morgen schon auf den Stream. Ne? Wer da dabei sein will und mit mir in der Gilde spielen möchte, ab 22:30 Uhr bin ich live hier auf YouTube. Ja? Und dann werden wir uns den W55 Serverstart angucken, beziehungsweise unsere Level 1 Projekt-Account-Gilde dann mal reinschauen und gucken, was so möglich ist. Wie gesagt, ihr könnt alle joinen, die 49 schnellsten kommen einfach rein, ja, und dann wird immer ausgetauscht, falls jemand wieder rausgehen sollte oder keine Ahnung was, ja. Alles klar, oder leveln sollte. Falls jemand Level 2, falls jemand leveln sollte, wird er auch gekickt. So, das sollte klar sein, ne? Alles klar. Leute, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock drauf. Ne? Ich bin sehr motiviert dem ganzen Projekt gegenüber und hoffe, ihr seid es auch. Ansonsten kann ich mich jetzt nur noch verabschieden. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen im Livestream um 22:30 Uhr auf W55. Das war es soweit von mir. Bleibt gesund, bleibt stabil. Wir hören uns. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.